Hi, I'm Elvie from Meadowlark Log Homes. You're about to see a film that was filmed in 2006 in the fall and then the summer of 2008. And right now, it's the summer of 2019. Everything is narrated in German, so we were able to translate it into English subtitles so you can follow along. How this came about is a German film company contacted several other Amish communities to do a documentary on the Amish community life and so on. And then they found our community and we were open to having it filmed. So some of this is old history, some of the things the community was going through at the time. It's kind of raw. What you're going to see is how things were back then. So thank you for watching. God bless. Die Millers sind Amish, Nachfahren spätmittelalterlicher Täufer. Auf ihrer Flucht vor religiöser Verfolgung kamen sie vor 300 Jahren in die neue Welt. Ora Miller und seine Frau Orpha, 6 ihrer 8 Kinder und 2 Dutzend Enkel leben in Libby, im Westen Montanas. Schwiegertochter Rebecca hilft beim Rupfen der Hühner. Bei den Amish wurde schon immer gemeinsam gearbeitet und gemeinsam gesungen. Vor 17 Jahren fingen die Millers hier mit einem Sägewerk an. Inzwischen bauen sie vor allem Blockhäuser. Die einzelnen Stämme werden an Ort und Stelle so präzise zugeschnitten, dass sie später auf der Baustelle nach dem Baukastenprinzip zusammengesetzt werden können. Seit einigen Jahren führen Elvie und Lloyd, Oras Söhne, die Geschäfte. Firmengründer Ora Miller hat sich aufs Altenteil zurückgezogen. Aber mindestens einmal am Tag lässt er sich trotzdem hier sehen. Wenn die Amish unter sich sind, sprechen sie meistens Pennsylvania Dutch miteinander. Einen im Kern süddeutschen Dialekt, den ihre Vorfahren mit über den großen Teich brachten. Probeaufbau vor dem Transport zur Baustelle. Die Qualitätskontrolle macht der Chef selbst. Sein erstes kleines Sägewerk hatte Ora schon Jahre bevor sie hierher kamen gegründet. Wir waren gut aufgestellt, als wir damals begannen. Ich wusste, dass wir wachsen würden, aber nicht in diesem Umfang. Nach mehr als 30 Jahren, in denen es die ganze Zeit besser und besser wurde und meistens bergauf ging, haben wir jetzt einen ziemlich hohen Qualitätsstandard erreicht. Hier bereiten wir die Stämme maßgerecht vor und schaffen 100 Quadratmeter pro Woche. Auf der Baustelle werden sie nur noch zusammengesetzt. Da schaffen wir 100 Quadratmeter am Tag. Da geht's sehr schnell. Hier in Montana, etwa 10 Kilometer von der kleinen Siedlung Libby entfernt, fanden Ora und seine Familie vor 17 Jahren den Ort, an dem sie ihre Zukunft bauen wollten, die sie in ihrer alten Umgebung für sich nicht mehr sahen. Von Landwirtschaft haben sie immer gelebt, meist in eigenen Siedlungen. So bewahrten sie ihre Lebens- und Glaubensform. Im Rhythmus der Jahreszeiten in enger Verbindung mit der Natur. Mit den eigenen Händen das anbauen, was die Gemeinschaft braucht. Das sind bis heute die Tugenden der Amish. Lloyd ist seit einigen Jahren das geistige Oberhaupt der Amish von Libby. Er hat seinen Vater Ora abgelöst und hält nun die Geschicke der Gemeinschaft von fast 80 Menschen in seinen Händen. In der Abgeschiedenheit des Waldes und der Berge sucht Lloyd oft das Zwiegespräch mit seinem Gott und Antwort auf die Frage, welche Richtung die Gemeinschaft der ihm Anvertrauten nehmen soll. Sein Pferd, sein Hund und die Einsamkeit sind seine Verbündeten. An diesem Platz fühlt sich Lloyd seinem Gott besonders nah.
War damals die Entscheidung schwer, nach Lebi zu kommen und noch einmal ganz von vorne anzufangen? Als wir hierher kamen, fragte ich Gott, und was machen wir in schweren Zeiten? Er antwortete mir, ich bin dein Beschützer, ich werde mich um dich kümmern. Auch wenn wir in Not sind, in Bedrängnis, in harten Zeiten leben, wir müssen unsere Augen auf Gott richten. Alles hier erscheint wunderbar, großartig, überwältigend. Aber jeden Tag herrscht, wie die Bibel sagt, Krieg um die Seelen. Und darum dürfen wir niemals zurückweichen. Die Gemeinschaft zusammenzuhalten. Das betrachtet Lloyd als seine wichtigste Aufgabe. Denn längst sind erste Konflikte aufgetreten, gibt es Risse in der einst so heilen Welt der Amish. Besonders die jungen Leute wollen mehr Freiheit. Oder das, was sie dafür halten. Aura und Orpha bewohnen ein eigenes großes Haus. Natürlich mit Garten. Heute ernten sie Himbeeren und Erbsen. Der Garten grenzt ans Sägewerk. Auf den ersten Blick ein wohlverdienter Lebensabend nach einem arbeitsreichen Leben. In Harmonie und Glaubensgemeinschaft mit der großen Familie. Wir leben durchaus nicht in einer perfekten Gemeinschaft, aber wir leben so, wie es uns die Bibel lehrt. Wir arbeiten mit unseren Händen und sind nah dran an der Natur. Das liegt uns im Blut. Ich glaube, so waren auch unsere Vorfahren in Deutschland. Also machen wir noch heute dasselbe, in einem anderen Land, mit einer anderen Kultur. Aber wir stehen für die gleichen Dinge ein wie sie. Am späten Nachmittag kommt Lloyd von seinem Ausflug in die Einsamkeit zurück. Er hat Kraft getankt. Die Ruhe hat ihm gut getan. Viele der Entscheidungen, die er in letzter Zeit fällen musste, waren nicht einfach. Wir hatten eine Menge schwieriger Situationen in der Familie. Nicht nur zwischen meinem Vater und mir, auch zwischen meiner Frau und mir und unseren Kindern, wegen der Veränderungen hier. Auch für mich ist es schwer, mich von etwas zu trennen. Aber ich trenne mich von dem, was mir nicht hilft, was nicht wirklich wichtig ist. Was wir behalten, was wir haben, ist unser religiöses Erbe. Von unseren Werten wie Familie, Zusammengehörigkeit, Gemeinschaft werden wir uns nie trennen. Von den 13 Kindern, die Lloyd und seine Frau Marietta hatten, leben noch 9. Das gemeinsame Gebet, das gemeinsame Abendessen ist Alltag bei den Millers und den anderen Amish von Libby. Kartoffelpüree gibt es fast immer zum Fleisch. Kartoffeln, Krummbeeren heißen sie auf Pennsylvania Dutch. Joanna und Orpha, die beiden ältesten Töchter, haben schon einen festen Freund. The purpose was to build a community that would invite the presence of God. Wir wollten eine Gemeinschaft aufbauen, bei der Gott im Mittelpunkt steht. Eine Gemeinschaft, die auch diejenigen einbezieht, die um uns herum in der Nachbarschaft leben. Und für meine Familie wollte ich einen sicheren Platz schaffen, wo ihr das Böse, das sich hier in Amerika in viele Amish-Gemeinschaften einschleicht, nichts anhaben kann. Orpha und ihr Bruder Joseph sind begeisterte Musiker. Joseph spielt gut Gitarre und Orpha hat eine tolle Gesangsstimme. Wie halten Sie es mit dem Glauben? Amish jedenfalls sehen sie ganz und gar nicht aus. Kirche ist sehr wichtig.
Ich weiß, dass viele etwas gegen Kirche haben. Aber ich glaube, dass jeder eine Glaubensgemeinschaft braucht, zu der er gehört. In der Tradition der Amish hat es immer eine Rolle gespielt, wie man die Welt außerhalb der Gemeinschaft gesehen hat. Wir beide haben uns lange so gekleidet wie alle anderen Amish auch. Aber jetzt sind wir freier und flexibler. Wir glauben nicht, dass Gott sich für Äußerlichkeiten interessiert. Er schaut nur ins Herz. Diese Art von Freiheit zu haben, ist wirklich großartig. Musik interessiert mich und ich möchte noch mehr damit machen. Ich wollte auch immer etwas mit Musik zu tun haben. Vielleicht sogar eine Art Ausbildung. Mein großer Traum wäre es, eines Tages zu singen, aber... Vater, wir bitten die Hand. Vater, wir bitten die Hand. Schöpfer des Himmels. Im Glauben ist die Generation der Enkel nicht weniger tief verwurzelt als die der Großeltern. Aber mehr und mehr gehen die jungen Amish Kompromisse ein, etwa in ihrer Kleidung. Für die Älteren ist die nicht mehr aufzuhaltende Auflösung der alten Traditionen eine große Herausforderung. Die jungen Leute wollen heute etwas anderes. Sie sehen die Welt, sie schauen nach Hollywood. Sie interessieren sich für Mode und all diese Dinge, die eine große Ablenkung sind. Im Grunde passiert Folgendes. In einer Gemeinschaft, die Eigenes aufgibt, wird es immer Menschen geben, die von außen mit neuen Gedanken kommen. Ich rede hier von populären Predigern. Die kommen und wollen die Menschen in eine bestimmte Richtung beeinflussen. Die reden mit spitzer Zunge und sie schmeicheln sich ein. Sie täuschen die Menschen. Diese Art von Täuschung gab es von Anbeginn der Menschheit. Schon Eva wurde verführt. Und noch immer werden Menschen in die Irre geführt. Im bewaldeten Gebiet in den Bergen oberhalb der Siedlung besitzen Alvy und Lloyd Miller ein sehr großes Stück Land. 400 Acre, rund 160 Hektar. Hier oben möchten wir gerne eine Siedlung mit Häusern, mit Blockhäusern bauen. Wir sind hier in den Bergen, also ziemlich hoch. Die Landvermesser sind da und auch mein Bruder Lloyd. Wir wollen uns das Land jetzt ansehen, bevor wir anfangen, einen Bebauungsplan für unser Vorhaben auf Papier zu bringen. Auf der Suche nach idealen Bauplätzen für Ferienhäuser inspizieren sie das Gelände. Alvy hat schon sehr genaue Vorstellungen, wo die Häuser gebaut werden könnten. Für das Sägewerk und die Blockhausfirma kommt dieses Vorhaben gerade recht. Hvad synes du, Lloyd, med dig? I sen det hele falder op godt dør. Du er svært at ske kan. Og der drives noch mehr Platz. Alle Platz da drinnen. Es geht her so näher von Unterstand bis ganz zu Hobbe. Så der hin noch no. Wie ich das mal. Ihr was alle Hasen aussehen ist der Bad, you know. Me and you in the fence post. But it was a set deal. We knew we were getting something for that money. Mehr Menschen, die eines Tages hier leben, werden mit Sicherheit auch das Leben der Amish nachhaltig beeinflussen. Denn jeder Einfluss von außen bedeutet Veränderungen. In diesem großen Blockhaus leben Lloyd und seine Frau Marietta mit ihren 9 Kindern. Kinderreichtum. Für die Amish ein Geschenk Gottes. Mädchen und Jungen dürfen zusammen spielen. Wenn sie größer sind, haben sie jeweils eigene Aufgaben.
In den Häusern der Gemeinschaft heißt die Regel Nummer 1: Gott kommt zuerst. Das wird von allen bedingungslos akzeptiert. Bei den Amish bleiben die Mütter zu Hause und kümmern sich um Kinder und Haushalt. Natürlich hat Mariettas Geschichte, der die Kinder gebannt lauschen, mit Jesus zu tun. Auch die älteren Mädchen, die schon Aufgaben im Haushalt haben, hören bei der Arbeit gerne zu. Und wenn die Kinder dann groß sind und aus dem Haus gehen, ist das schwer? Ich weiß nicht, ob es ein Problem ist. Man muss sich aber sehr daran gewöhnen. Es ist ein Loslassen. In meinem Herzen muss ich loslassen. Damit sie die Menschen sein können, die sie sind, müssen sie ihr eigenes Leben leben dürfen. Einen Laden, ein Lebensmittelgeschäft aufzumachen, war auch eine Idee von Ora. Die Kunden kommen aus der ganzen dünn besiedelten Gegend. In der Bäckerei arbeiten auch Lloyds Töchter Orpha und Joanna. Orpha ist stolz auf die Freiheiten in ihrer Gemeinschaft. Wir hatten nie bestimmte Regeln, wie wir etwas machen mussten, wie wir uns kleideten. Wir hatten viel Freiheit. Wir fahren auch nicht mehr mit Pferd und Kutsche. Wir haben auch Verbindung nach draußen, sind hier nicht eingesperrt. Und wir können über Gott sprechen, wie wir wollen, natürlich ohne, dass es extrem wird. Außer ihrer Arbeit in der Bäckerei gehört es zu Orphas Aufgaben, die Regale mit neuer Ware zu bestücken. Beautiful, Jesus, you're beautiful. Auch Ora macht sich nützlich, wo er nur kann. Wenn einem Amish im Ruhestand eines schwerfällt, dann ist es das Nichtstun. Großmutter Orpha, Oras Frau, hat Kassendienst. Über jeden Kunden freut sie sich. Über fast jeden. Orpha ist gerne unter Menschen. Ihr ganzes Leben hat sie gearbeitet. Und so soll es noch eine Weile bleiben, wünscht sie sich. No. Lloyd ist auch hier der Chef. Einige Male am Tag kommt er vorbei und schaut nach dem Rechten. Er kümmert sich um die Finanzen, überwacht die Bestellungen und setzt die Verkaufspreise fest. Ora und Orpha auf dem Weg zu einer besonderen Veranstaltung. Ihnen schwant Böses. Die ganze Gemeinde ist heute auf den Beinen. Elvi ist mit dem Fahrrad gekommen, hat seine Kinder im Anhänger transportiert. Seit einigen Jahren schon ist hier erlaubt, was in anderen Amish-Gemeinschaften verboten ist: Autofahren. Ora hat noch mit 64 Jahren seinen Führerschein gemacht. In diesem Zelt soll heute ein frommes Konzert stattfinden. Für Ora und Orpha ist das ein Teil der Welt da draußen, den sie gar nicht gut finden. Ob Lloyd wusste, was er tat, als er die Genehmigung zu dieser Veranstaltung gab? Alle sind gekommen. Die Kinder, die Enkelkinder. Einige Besucher von außen. Mit der Welt der Amish, in der Ora und Orpha groß wurden, in der sie ihr ganzes Leben verbrachten, hat das hier nichts mehr zu tun. Für die meisten aber ist das, was da vorne vorgetragen wird, fremdartig und faszinierend. Ora und Orpha trauen ihren Ohren und Augen nicht mehr. Ihre Enkel gehen begeistert mit. Und Lloyd, woran mag er denken? Ist das die Veränderung, die er meinte? Die stille Welt der Amish ist auf einmal bunt und laut. Und die traditionellen Werte der Amish, Demut, Bescheidenheit, Abgekehrtheit von der Welt,
scheinen plötzlich auf den Kopf gestellt. Die beiden Großeltern fühlen sich unsicher. Die Enkelgeneration dagegen genießt dieses völlig neue Lebensgefühl. Marietta offenbar auch. Im Gegensatz zu ihrem Mann Lloyd. Diese Leute kommen her und sagen, dass sie große Dinge verrichten können, dass sie Menschen heilen und Wunder bewirken. Das hört sich ja alles so gut und so großartig an, was diese Menschen alles können. Aber es geht nicht um große Sachen. Es geht darum, demütig und bescheiden zu sein. Als Christus in die Welt kam, war er kein bedeutender Mensch. Die Pharisäer machten große Dinge. Sie bauten Synagogen und bekehrten Heiden zum Judentum. Christus war ganz anders. Er trat immer bescheiden auf. So ist es noch heute. Da kommen Menschen und sie führen große Reden von Erweckung und Erneuerung. Das ist alles eine große Täuschung. Ora unterwegs in seine alte Heimat, die Amish-Siedlung von Rexford, 1 Stunde von Libby entfernt und unweit der kanadischen Grenze gelegen. Von Zeit zu Zeit zieht es ihn dahin zurück, wo er viele Jahre seines Lebens verbrachte und wo seine ältesten Kinder aufwuchsen. Die Amish von Rexford sind noch sehr traditionsbewusst. Nur wenige Einflüsse von außen haben ihren Weg hierher gefunden. Denn der Ort liegt weit ab von allen größeren Straßen am Ende einer Sackgasse. Wirtschaftlich geht es den frommen Leuten nicht gut. Das war auch der wichtigste Grund, warum Ora und seine Familie damals Rexford verließen und sich in Libby ein neues Leben aufbauten. Immer wenn er nach Rexford kommt, besucht Ora auch sein altes Haus, das er mit seinen eigenen Händen gebaut hatte. Die alte Kutsche. Wie lange ist er mit ihr gefahren? Wir sind mit Pferden groß geworden. Wir hatten immer Pferde. Wir haben unsere Felder mit ihnen bestellt. Sie waren unser Fortbewegungsmittel. Wir ritten sie und sie zogen unsere Kutschen. Die Arbeit mit den Pferden, das war unsere Art, wie wir Landwirtschaft betrieben. Zufällig trifft Ora auf der Straße seinen Neffen Mike aus Wisconsin, der hier auch zu Besuch ist. 4 Jahre haben sie sich nicht gesehen und es gibt so manches zu erzählen. Ora lädt Mike zu einem Besuch nach Libby ein. In einer Woche will er kommen. Für die jungen Leute von Libby ist das Volleyballspielen nicht nur Sport, sondern auch eine kleine Kontaktbörse. Denn sonntags kommen auch Jungen und Mädchen aus anderen Siedlungen hierher. Einerseits also geben sich die Jungen weltoffen, sind aber andererseits meistens unter sich, mangels anderer Möglichkeiten. Wie oft kommt denn Steve, Orphas Freund, nach Libby? Auch er stammt aus einer Amish-Familie. Jedes Wochenende komme ich hierher zur Kirche und um Orpha zu sehen. Ich lebe in einer kleinen Gemeinde 60 Meilen von hier. Also muss ich 60 Meilen fahren, wenn ich in die Kirche will. Und wenn ihr mal heiratet, wo werdet ihr dann wohnen? Gibt es dafür eine feste Regel? Normalerweise zieht die Frau dahin, wo der Mann lebt. Das ist also die Regel? Ja, kann man so sagen. Kommt drauf an. Wir wissen es nicht genau. Ist es eine Tradition? Ja, es ist eine Tradition. Seitdem er nicht mehr im Sägewerk arbeitet, hilft Ora auf dem Haushalt. Üblich ist das nicht.
Denn bei den Amish sind Männer- und Frauenarbeit eigentlich getrennt. Dazu gehört auch, dass die Männer das Wort führen. Jedenfalls nach außen. Aber alles droht sich zu verändern. Die Generation heute interessiert sich für andere Sachen. Die sieht nicht mehr das als wichtig an, was für uns wichtig ist. Meine Söhne halfen mir, weil es erforderlich war. Sie fühlten das. Die nächste Generation fühlt das nicht mehr, weil sie schon alles hat. Für sie ist das alles ganz normal. Wir versuchen ganz einfach, das zu leben, was wir glauben. Und wir hoffen, dass die nächste Generation das auch so sieht. Aber meistens kommt das erst später und wir werden es wohl nicht mehr erleben. In Montana kommt der Herbst manchmal schon Anfang September. Es hat bereits die ersten Nachtfröste gegeben. Bei den Amish von Libby ist Erntezeit. Kartoffeln, Krummbeeren gräbt Lloyd aus der Erde in seinem Garten. Und Kürbisse werden geerntet. Und riesengroße Zucchini. Der Sommer in Montana kann sehr heiß werden. Jetzt im Herbst sind die Temperaturen für die körperlich hart arbeitenden Zimmerleute angenehmer. Im Sägewerk und beim Blockhausbau herrscht Hochkonjunktur. Die Auftragsbücher sind voll in diesem Jahr. Gingen die Geschäfte von Anfang an gut? Wie war es in den ersten Jahren? In dem Ort, wo wir damals lebten, das war nicht Libby, glaubte man nicht an unser Produkt. Und aus den verschiedensten Gründen war man auch gegen meinen Vater eingestellt. Einer der Gründe hatte wohl damit zu tun, dass der Betrieb wuchs und wir anfingen, Leute zu beschäftigen. Inzwischen werden Blockhäuser aus Libby sogar ins Ausland exportiert. Die Apfelernte war gut in diesem Herbst. Es gibt hier wohl keine Familie, in der nicht im Oktober Apfelbutter hergestellt wird. Sie gilt als typisches Amish-Produkt. Ara und Orpha verarbeiten große Mengen von Äpfeln, denn im Laden findet ihre Apfelbutter reißenden Absatz. Als erstes müssen die Äpfel zerkleinert werden und dann gekocht. Wir kochen die Äpfel und machen Apfelmus daraus. Das kommt in den Kessel zurück, Wasser oder Apfelwein kommen dazu und dann wird es 4 oder 5 Stunden gekocht, bis es Apfelbutter ist. Wenn es voll ist, dies ist die letzte Fuhre, fangen wir mit dem Pressen an. Das hier ist die Presse, die drückt den Saft aus dem Apfelmus. Wir bekommen ungefähr 70 Liter. Ungefähr 60 bis 70 Liter aus einer Pressung. Die fertige Apfelbutter, eine cremige, dickflüssige, wohlschmeckende Masse, wird dann in die breitgestellten Gläser abgefüllt. Die Amish lieben Apfelbutter vor allem als Brotaufstrich, aber auch als Nachtisch. Die Schule von Libby. Nur eine einzige Klasse gibt es.
Darin werden die Kinder im Alter zwischen 5 und 13 Jahren unterrichtet. Nach der 8. Klasse ist Schluss. Ein Besuch höherer Schulen kommt für die Amish nicht in Frage. Ara besucht die Kinder gerne im Unterricht. Was ist unsere Verantwortung für euch Kinder? Ich glaube, wir Eltern und Großeltern müssen euch die wichtigen Dinge des Lebens lehren. In der Bibel steht, lehrt eure Kinder den Weg, den sie zu gehen haben, solange sie jung sind. Wenn sie dann alt sind, werden sie von diesem Weg nicht mehr abweichen. Lesen, rechnen, schreiben müssen die Kinder lernen. Den meisten Platz im Stundenplan aber nimmt die Bibel ein. Wie überall ist die Pause das Schönste am Unterricht. Endlich raus und toben. Wenn sie 13 oder 14 Jahre alt sind, endet für die Kinder der Amish die Schule. Danach übernehmen sie Aufgaben in der Gemeinschaft. Im Haushalt, im Laden, in der Bäckerei oder im Sägewerk. Ein Lebensweg, der in der Regel vorgezeichnet ist. Lloyds Haus umgeben von herbstlicher Pracht. Das Fleisch eines Wapiti-Hirsches wird verarbeitet. Jerry, der Verlobte von Joanna, Lloyds ältester Tochter, hat das Tier erlegt. Auf eine ungewöhnliche Art. Jerry hat es mit dem Bogen geschossen. Amish wurden sie nach ihrem geistigen Führer Jacob Ammann genannt. Um 1700 kamen die ersten nach Amerika. Als wir 2005 in Pennsylvania waren, besuchten wir den historischen Platz, wo die allerersten Täufer lebten, die nach Amerika gekommen waren. Sie wurde eingeladen bei einem Mann namens William Penn. Ein Mann namens William Penn hatte sie eingeladen zu kommen. Er war Engländer und er besaß viel Land, das er ihnen verkaufte. Große Flächen. Große Plätze, große Acker für Verkaufen. Und sie sind rübergekommen zu Philadelphia mit dem Schiff. Mit dem Schiff sind sie nach Philadelphia gekommen und mit Kutschen über Land gefahren, mit Pferd und Wagen. Und sie kommen zu Lancaster County und haben ihre Deutsch, Sie sind nach Lancaster County gekommen, sie waren Handwerker und haben ihre Werkzeuge mitgebracht. Sie haben Gärten angelegt und um Fleisch zu haben, sind sie auf die Jagd gegangen. Sie haben wilde Tiere geschossen für Fleisch und haben angefangen, ihr eigenes Fleisch. Und dann begannen sie damit, Kühe und Schafe zu halten. Sie waren nicht reich, sie haben nicht viel Geld gehabt, aber sie hatten ein großes Herz. Sie haben hart gearbeitet und sie haben nicht vergessen, wie es dort war, wo sie herkamen. Es war nicht gut. Hier war es besser. Öfter als in ihrem eigenen Haus sind Ara und Orpha im Laden anzutreffen. Zu tun gibt es immer etwas. Hier im Geschäft fühlen sich die beiden Alten sehr wohl. Und oft packen sie noch mit an. Der Platz am Fenster ist ihr Lieblingsplatz. Wie entstand die Idee mit dem Laden? Wir wollten schon immer Leuten Arbeit geben, damit sie etwas zu tun haben. Die meisten Menschen wollen nur satt werden und ein Dach über dem Kopf haben. Wie man ein Geschäft führt, wissen sie nicht. Um genau diejenigen, die nicht selbst machen können, wollte ich mich kümmern. Und deshalb wollte ich diesen Laden hier haben, damit die Leute etwas zu tun haben. Diese Herren sind Stammgäste. In der Bäckerei arbeiten Aras Enkelinnen und Tochter Leona.
Bei der Arbeit oder im Haushalt. Gesungen wird viel, aber nur christliche Lieder. Lloyd ist auf dem Weg zum Stall, um die Ziegen zu füttern. Matthew, sein jüngster Sohn, begleitet ihn dabei. Die Millers halten einige Ziegen, vor allem wegen der Milch. Die Nähe zu den Tieren ist sehr wichtig für Lloyd, hat für ihn etwas mit Bodenständigkeit und Ursprünglichkeit zu tun. Wenn sie in den Stall kommen, finden sie ihren Weg zum Melkstand ganz alleine. Lloyds Tochter Grace hat die Aufgabe, jeden Tag die Ziegen zu melken. Sie macht das lieber, als ihrer Mutter im Haushalt zu helfen. Jede Ziege gibt pro Tag etwas mehr als 2 Liter Milch. Das reicht für den Eigenbedarf. Auch 30 Hühner halten die Millers. Jeden Tag treffen sich Lloyd und sein Vater, die führenden Köpfe in der Siedlung. Sie besprechen alle anliegenden Fragen der Gemeinschaft. Natürlich gehören dazu auch Glaube und Gottesdienst. Vor allem aber geht es zwischen den beiden immer wieder darum, wie weit sich die Gemeinschaft öffnen darf. Für viele da draußen bleibt die Welt der Amish noch immer irgendwie ein Geheimnis. Nachdem wir nach Libby gezogen waren, forderte uns Gott auf, unseren Glauben, also das Geschenk des Herrn, mit anderen zu teilen. Es geht also nicht nur um uns, es geht um alle Menschen. Es geht um Gottes Segen. Es geht darum, die Gnade Gottes zu erlangen, indem wir an seiner Liebe zu uns auch andere teilhaben lassen. Und nachdem sich die Amish von Libby entschlossen hatten, ihren Glauben, das Geschenk Gottes, mit anderen zu teilen, besuchen seit einiger Zeit auch Fremde den Gottesdienst der Amish im Gemeindehaus. Junge Leute, die ihren Kaffeebecher der Einfachheit halber mit in den Gottesdienst nehmen, neben den alten Amish, die an ihren Traditionen festhalten wollen. In ihrem Gottesdienst singen sie die alten Lieder der Amish aus dem Ausbund, dem Gesangbuch der Täuferbewegung. Es ist das älteste Gesangbuch, das ohne Unterbrechung in einer christlichen Kirche benutzt wird. Für Ara und Orpha ist ihre Welt heute in Ordnung. Herbstnebel hüllt die Berge ein. Vorbei die Zeit der satten Wiesen. Für die Kinder der Siedlung sind die riesigen Heuvorräte für den bevorstehenden Winter ein einziger großer Abenteuerspielplatz. Ara hält sich gerne hier auf und schaut seinen Enkeln beim Spielen zu. Sein größter Wunsch besteht darin, dass diese Kinder später einmal die Werte bewahren, die auch seine Werte sind. Dass die Generation der Enkel die Traditionen der Vorfahren bewahrt. Dass sie ein gottgefälliges Leben nach den Regeln der Gemeinschaft führt. Meine Kleidung macht mich doch nicht zu einem besseren Menschen. Warum soll ich da etwas ändern?
Ich bin so aufgewachsen und ich sehe keine Notwendigkeit, anders zu werden. Die Freiheit kommt mit Christus. Sie hat nichts mit dem zu tun, was einem gefällt. Wenn Christus einen erlöst, ist man wirklich frei. Das ist die Freiheit, nach der ich suche. Unser Leben zu leben, wie es uns gerade gefällt, das hat mit Freiheit nichts zu tun. Im Herbst, wenn die Tage allmählich kürzer werden, gehen die Uhren langsamer. Jetzt und auch im Winter kommen die Menschen der Gemeinschaft häufiger zusammen als zu anderen Zeiten des Jahres. Ora und Orpha haben ihre Kinder und Enkel zum Essen eingeladen. Ora kümmert sich um das Kartoffelpüree, das natürlich nicht fehlen darf. Und seine Frau macht den Kohlsalat, den alle in der Familie so gerne essen. Das ist Kohlsalat. Der Kohl kommt aus meinem Garten. Und ich mache auch meine eigene Salatsauce. Die Töchter und Schwiegertöchter helfen bei der Essensvorbereitung. Kochen ist Frauensache bei den Amish. Sichtbar wohl fühlt sich Ora im Kreise seiner großen Familie. RW ist natürlich auch da. Jeder hat etwas fürs große Essen mitgebracht. Die Kinder sitzen an einem Extratisch. Sie dürfen früher anfangen. Für die Erwachsenen spricht Ora das Tischgebet. Natürlich in Pennsylvania Dutch. Und dann bedient sich jeder am Buffet. Und lässt es sich schmecken. Höhepunkt aber ist nicht das gemeinsame Essen, sondern das gemeinsame Singen. Oras und Orphas Kinder sind in einer intakten Familie groß geworden. Das gemeinsame Singen war immer Teil des Alltags. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Gerade die Großeltern mussten viele Kompromisse eingehen in den letzten Jahren. Manchmal gab es harte Auseinandersetzungen untereinander, aber noch hält die Familie zusammen. Im Alltag fahren die Amish von Libby nicht mehr mit Pferd und Kutsche. Nur manchmal am Sonntagnachmittag spannt Lloyd noch an. Dann kutschiert er seine Kinder durch die Siedlung. Und er denkt zurück an die Zeit, als das, was heute Sonntagsvergnügen für die Kinder ist, Teil des alltäglichen Lebens vieler Amish-Generationen war. Das Gestern und das Heute liegen nahe zusammen bei den Amish von Libby. Wie hatte Lloyd gesagt? Was immer bleiben wird, ist unser religiöses Erbe. Von unseren Werten wie Familie und Gemeinschaft werden wir uns nie trennen.